Ja, es ist einige Jahre her, dass mich mein Papa auf die erste Jagd mitgenommen hat. Meine erste Jagd. Und das war anstrengend. Es war so anstrengend. Wir sind stundenlang gegangen, stehen geblieben, Spuren gefolgt. Ich habe einiges gelernt. Schlussendlich sind wir Hasenspuren über den Weg gelaufen, sind ihnen gefolgt. Weitere Stunden. Wahrscheinlich war es gar nicht so lang, aber es hat ewig gedauert. Und mein Papa hat mir viele Sachen erklärt, was ich aufpassen muss, wo ich hinschauen muss, wie man sich verhält, was sein könnte. Und dann haben wir einige Hasen gesehen, auf einen fokussiert. Und ich war noch nicht so gut beim Jagen. Papa hat dann erklärt, so kann man mit dem Bogen Tiere erlegen. Das muss sein, wir brauchen Essen. Und der Hase ist nicht sofort gestorben. Ich glaube, dass es Absicht war. Und dann musste ich mit einem Dolch den Hasen töten. Auch, ja, in der Wildnis, um zu überleben. Und das war schwierig. Und jetzt habe ich einen kleinen Knochen von dem Hasen als Erinnerung und als Trophäe für meine erste erfolgreiche Jagd in meinen Haaren verknotet, verknüpft. Durch die geschickt gewählten Pfade von Bix, der Frostgnomin, erreichten die Gefährten am Ende des 3. Tages die Ausläufe des Glaswaldes. Das Ziel ihrer Reise war das Jagdschloss des Hauses Albrecht, von dem Evangelas bisher nur vage erzählt hatte. Greifbar nahe schon. Doch die ungute Vorahnung, die unserer Gruppe seit Anbeginn der Reise eine ständige Begleiterin war, sollte in dieser Nacht zu gefährlichen Gewissheit werden. Das Lager, im Schutze der ersten Bäume und Felsen der schütterbewaldeten Landschaft, wurde von einem Rudel Wölfe angegriffen. Ein aufreibender Kampf in Schnee und Eis. Valkyrie, bitteschön. Okay, aber der bei mir, der lebt jetzt noch. Ja. Der ist noch an mir dran oder habe ich den abschütteln können? Nein, der ist an dir dran. Der ist an mir dran. Aber er hat losgelassen, er hat dich nicht umreißen können. Und jetzt ist er halb geduckt wieder vor dir und knurrt dich an. Kann ich ihn da mit meiner Kleve erwischen oder ist die einfach zu lang dafür? Du kannst ihn schon erwischen, du kannst die Kleve einfach ein Stück weiter hinten nehmen, also weiter vorne nehmen. Gut, dann werde ich das probieren und noch einen Angriff machen. Klar. 10. 10. Tatsächlich ist das nicht ausreichend, um diesen Wolf zu erwischen, obwohl der schwer getroffen ist, ja, und eigentlich das linke Bein nicht mehr verwendet, um etwas zu tun, weil das hängt ihm dank der Wurfaxt nur mehr so halbwegs drin. Genau, schafft er es im letzten Moment, deinem Stich auszuweichen. Okay, ich steche in den Schnee. Du stichst in den Schnee. Schnee spritzt, blutiger Schnee, von dem Wolfsblut gefärbt. Bruder Clune, bitteschön. Gut, spätestens wie das mit dem, die Wölfe sind da, weil ich vermutlich mich aus dem Schlafsack, also aus der Schlafrolle wursteln, was vermutlich meine Verzögerung erklärt, weil das ein bisschen sich verheddert. Ich habe keine Rüstung an, weil mit Kettenhemd im Winter schlafst du nicht. Ja. Das heißt, ich schnapp nur Schild und Schwert und erscheine am Zelteingang. Ja. Und bitteschön. so, habe ich eine Chance,
in seine Richtung zu hören, zumindest, weil er da gerade gesagt, Sitz aus, Platz. Mach einen Wahrnehmenwurf. Such mal. Gerne, ja. Nein, vermutlich nicht. Das heißt, mein Ziel Irgendwo in der Dunkelheit. wird vermutlich der einzige Wolf das Ziel sein vor mir. Also der auch quasi gerade an der Kiri versucht zu knabbern. Das heißt, ich werde einen Step in seine Richtung machen und ihn angreifen. Okay, gerne, ja. Ich steige so an der Gnomin vorbei. Du steigst drüber. Ich bin nicht respektlos. Ich passiere sie seitwärts en passant. Ja, und würde niemals über einen Kameraden drüber steigen und greife ihn an. Was du schon siehst, ist, dass der schon schwer verwundet ist, dieser Wolf. Ja. Also der hat ein Bein schleift danach oder hat er angewinkelt bei sich und knurrt. Solange er noch knurrt, kann er noch beißen. Und solange er noch beißen kann, wird er jetzt ein Schwert ins Gedärm kriegen. Bitteschön. Bitte mach das. Ja, weil der ist eh schon lästig, oder? Sehr. Ja, ich bin genauso gut. Ich glaube, das ist der Würfel. Ich glaube, es ist der Würfel, ja. Den werden wir jetzt austauschen. Ja, also Schnee spritzt und ein Rabe flucht, oder? Nein, das ist ein Vierer, das ist kein 14. Oh, das ist ein 14er. Ah, nein, schau. Ja. Das ist ein 14er. Der Einser ist nur nicht lesbar. Das haben wir letztes Mal schon gesehen. Ja, nein, also du triffst. So, ich treffe somit. Ja, na dann. So, das ist... So, der ist schon verletzt, schwer verletzt, sagst du. Das heißt, ich werde jetzt... Du kannst nicht so wenig Schaden machen, dass der jetzt sagen, nicht ich werde stirbt. also keinen heiligen Genau. Zorn auf das Biest herabrufen, sondern einfach mit einer 11, glaube ich, die Sache zu machen. Ja, also dein Schwert dringt ihm schwer auf die andere Seite und fast fliegt der Kopf dieses Wolfes in den Schnee vor dir. Das Blut warm spritzt wieder auf dich, in den Schnee, auf euch. Und mit einem kleinen Aufheulen sackt er Ich sag zusammen. noch, wo sind die anderen? Wer von euch hat Nature Proficient? Ja. Bitte würfeln. Proficient nicht. Nicht? 18. 18, okay. Was dir so durch den Kopf geht, ja, so während dieser ganzen stressigen Situation, die schauen nicht schlecht genährt aus, diese Wölfe. Und der ist verdammt nah an dem Lagerfeuer. Das ist ungewöhnlich. Total. Okay. Ja, also das fällt Ja. dir so in diesen hektischen, momentanen Geschichtel total auf. Bix das auch Buchweide, bitteschön. Ja, welche Wölfe stehen denn noch? Mach einen Wahrnehmenwurf, bitteschön. Bevor du dich um die stehenden Wölfe kümmerst. Dieser Wolf steht nicht mehr übrigens. Bruder Clune hat ihn 26. 26. Was du siehst, sind mit deinen Frostgnomenaugen in der Dunkelheit, ist ja auch ganz gut, dass also hinter dir ein Wolf sich aus der Dunkelheit von diesem Schneefall schält, beim Bruder Clune hinter dem Zelt noch einer nachkommt und von dort hinten sich noch einer nähert und von dort hinten auch noch einer kommt. Die sind nur noch nicht da, weil dieser das Raubkatzengeräusch, das du gemacht hast, dürfte sie abgelenkt haben. Und du siehst, wie sie jetzt aber quasi dieses Um sich schauen beenden und auf die tatsächliche Gefahr hinströmen. Aber sie sind noch nicht da. Was du auch siehst, ist, dass aus dem Zelt ein paar weitere Mitgefährten und Mitstreiter rauskommen. Der Evangelos mit einem Stiefel an und einem nicht und einem Rapier in der Hand und Hundsfott Müssen wir jetzt immer ein Beep machen für dich. und sein Kollege kommen auch aus dem Zelt raus. Die beiden ein bisschen koordinierter mit Stiefel an plus Waffe in der Hand kommen sie raus und schauen sich um und versuchen sich zu orientieren. Aber Bitte, aber du bist dran. hinter Ja. mir schält sich Ja. gerade einer, gell? Dann und hinter Ihnen eigentlich auch, oder? Ja. Dann ja. schreie ich so, hinter euch!
Und ich drehe mich auch um und dann schieße ich schon auf den einen. Auf welchen? Auf den, der hinter mir am nächsten ist. Okay. Ja, bitte. Dann werde ich diesen hier. Und einer von hier. Einer von hier. Einer von hier. Oh, viele. Mhm. Und du wirst Ja, genau. Ja. dein Hunters Mark auf ihn wahrscheinlich, ne? Ja, bitte. Wie ist das mit dem Favorite Foe? Sowas habe ich auch noch. Ja, wirst du nicht brauchen, wahrscheinlich, wenn du das Hunters Mark auf Das ihn tut hast. sich, okay. Ja. Okay. Das heißt, dann schieße ich jetzt mal. Natural 20. Oh, das kann schier werden. 28 insgesamt. Ja. Na dann mach Schaden. 1d8 ist 8, das heißt 8 Plus vier. plus 4 ist 12 und jetzt nochmal ein d8 dazu. 3. Oh. 15 Schaden. Das war das. Das ist schön für so ein kleines Wesen wie die Bix. Also ich bin zufrieden. Passt. Du triffst zumindest. Du triffst den Wolf und zwar satt und genau zwischen den Augen. Du hörst dieses hässliche Geräusch von einer brechenden Schädelplatte und auch dieser Wolf im Anlauf, der will gerade auf dich oder auf den Hunsfort zustarten, aber er schafft keine 3 Schritte, bevor er im Schnee zusammenbricht. Der Schnee spritzt vor ihm weg und er bleibt aufschaudernd im Schnee liegen. Auch für dich ist es seltsam, dass diese Wölfe euch attackieren. Ephraim, machst du mir einen Wahrnehmenwurf? Achtzehn. Du siehst, du kriegst diese Sachen mit, die in unmittelbarer Nähe des Feuers passieren. Ja, was ein Stück weiter passiert, bekommst du nicht mehr mit. Aber was du hörst, ist, dass von dir aus gesehen, so ein Stückchen rechts, kämpft der Fabuland offensichtlich. Das hörst du so ein wenig. Und du hörst ein tiefes Grollen, das auch noch aus dieser Richtung kommt. Siehst aber nichts von dort eigentlich. Gut. Ich gehe trotzdem behenden Schrittes einfach in die Richtung dieses Scrollens. Wohlgemerkt, das Adrenalin pumpt durch meinen Körper und ich nehme die Kämpferhaltung an und warte auch jeden Moment auf einen Angriff. Okay. Das heißt in Richtung Fabuland. Genau. Bitte schön. Wie weit habe ich? 6 Felder. Felder. Aber ich glaube, es geht sich aus, dass du hinkommst, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, gerade nicht. Gerade nicht. In die Dunkelheit. In die Dunkel. Da siehst du Kudelmudel, Fabuland, Wölfe und. Okay. Und Fabuland, du bist auch schon dran. Mittlerweile hat Fabuland wahrscheinlich gecheckt, dass es nicht so schlau war, alleine da hinauszustürmen und würde gerne wieder zum Lagerfeuer zurück. Aber so umdrehen und laufen mit Wölfen im Nacken erscheint auch nicht so clever. Was tut er, der Was Fabuland? tut er? Der Fabuland ist... Nein, der denkt nicht. Er rennt zurück Richtung Lagerfeuer. Okay. Mit vorsichtig oder einfach loslaufen? Na, vorsichtig. Vorsichtig, okay, dann kriegst du keine Überraschungsangriffe von Ja, den Wölfen, vorsichtig. sondern Also du ich- läufst einfach los. Genau, ich will da irgendwie wieder zurück. Okay. Also mich passiert, sage ich, Fabuland, Schulterschluss! Ja, dann bleibe ich stehen. Bleibst du bei ihm Ja, dann stehen? bleibe ich dann stehen. Schön. Schulterschluss. Zack. Okay. Das war der Fabuland. Die beiden Wölfe stürmen vor und gehen entweder auf dich oder auf dich. Werden wir aus. Wer ist grad, wer ist ungrad? Ja, ich habe 3. Okay, 4. passt. 14. Passt. Sie attackieren dich und zwar tatsächlich alle beide.
Ja? Das sind auch gefräßige Viecher. Ja, vor allem haben sie Vorteil, wenn sie gemeinsam auf jemanden gehen. Der eine Wolf schlägt zu mit 16. Okay. Trifft er nicht, ist nicht Schaden, er trifft dich wahrscheinlich. Ne? Ja. Und der andere mit 15. Was hast du für eine Rüstungsklasse? 18. Okay, nein, treffen dich beide nicht. Antwort: Nein. Ja, okay. Der eine beißt zu, du schaffst es, deine dick gepolsterte Hand in seinen Rachen zu stopfen und den anderen wehrst du ab mit der rechten Seite und er schnappt an dir vorbei. Man hört aber dieses Kiefer, das wieder aufeinander bricht. Und das sind große, feste Wölfe, was du siehst. Ja, es ist kein verhungerter Haufen Anfänger. Gut. Die anderen Wölfe attackieren die ihnen am nächsten stehenden, das heißt, der Hunsfott wird von diesem Wolf attackiert, der Klum von diesem Wolf, der Barte von diesem Wolf. Mit einem Schuh. Genau, mit einem Schuh. Der Hunsfott schafft es, mit seinem Prügel diesen Wolf in der Ferne zu halten. Der versucht zwar hinzukommen, aber er schafft es nicht. Der Barde verliert seinen zweiten Schuh, weil der Wolf ihn packt, anreißt und der landet am Rücken. Lieber den Schuh als den Fuß. Ja. Und der Wolf spuckt den Schuh aus. Der Barde liegt allerdings wie ein Käferlein am Rücken. und ihr hört, wie es ihm die Luft rausdrückt, wie er im Schnee landet. Und der Bruder Klun, 16 bis 4 ist 20. Ich hab 14 momentan, ja, okay. ohne Rüstung. 20 trifft dich. Ja, der wird mich auch so treffen. Ja. Und du bekommst 6 Schaden von diesem Wolf. Der läuft auf dich zu, Schnee spritzt hinter seinen Läufen, er landet einen mächtigen Biss, auch bei dir wahrscheinlich im Oberschenkelbereich. Beißt nur auf Federn, weil... Kannst du einen Stärkewurf bitte schön machen, also einen Save? Strength Save. Ja, 20. 20, ja. Also auch du wirst nicht umgerissen, aber er hat dich gut gepackt, versucht umzureißen, hat es aber nicht geschafft. Valkyrie, bitteschön. Ja. Also ich glaube, dass der Cleon das im Griff hat. Der Evangelos liegt am Boden, also ich werde dorthin rennen. Danke, sonst müsste der Cleon mit dem Wolf am Oberschenkel. Ja, nein, also ich sehe das und ich gehe dorthin auf jeden Fall. Du musst nicht mal ganz hinrennen, weil du hast deine Glaive. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt. Genau, von Distanz sogar schon attackieren. Bitte, bitte, bitte. Spalten. 6 und dann habe ich da die 7 dazu. 13. Das trifft. Yes! Okay, cool. Und jetzt Zuerst mal 96.000 Schaden. Das ist 1d10. 10. Wow. 10 plus 5. Okay. 15. Du rennst hin, Evangelos liegt am Rücken, der zweite Stiefel wird ihm gerade raus vom Schuh runter, vom Fuß runtergefetzt. Und du rennst hin und im Laufen erwischst du den Wolf satt an der Seite. Deine Glaive dringt tief ein und reißt ihm eine bösartige Wunde. Man hört wieder dieses Aufjaulen eines Wolfes und dann bricht er eigentlich mit einem Schlag. Du schlägst ihm nicht nur in die Schulter, sondern drückst ihm gleichzeitig runter in Schnee und dort verendet er vor deinen Augen. Sehr schön. Ich freue mich sehr, weil es ein Wolf ist. Und ich habe einen Wolf getötet. Ja, stimmt, genau. Bruder Klun, bitte Kannst du ihn schön. jetzt umlegen? Ja, du kannst ihn umlegen. Leg ihn um. Leg ihn Genau. um. Sehr schön. Das So, gibt eine naja, Trophäe. Der Bade ist jetzt gerade gerettet worden, so von meiner Seite. So werde ich vermutlich einfach den, der gerade mir in mein Chicken Wing gebissen hat, einfach einmal entsprechend bestrafen. Ja. Im Namen des Sonnenlichts werde ich dich bestrafen. Hoffentlich. 7, das sind leider nur 12.
12 ist nicht ausreichend. 1 zu wenig. 1 zu wenig, um diesen Wolf zu erwischen. Das ist richtig. Verdammt. Hätte ich mehr Zeit gehabt. Dein Schwert, du stichst zu, er springt leicht zur Seite und dein Schwert sticht in den Schnee rein. Du ziehst es gleich wieder zurück. Gut. Aber kalter Stahl im Schnee geschmiedet. Sie sind geschickter, als ich dachte. Bix Bruchweide. Ja, wo steht denn jetzt noch ein Wolf? Was du siehst in der Dunkelheit recht gut. Ja, du siehst den beim Bruder Clune auf jeden Fall. Du siehst 2 bei Ephraim und Fabuland. Und den einen beim... Und den einen beim guten Hunsfott. Beim Hunsfott. Ich schieße auf den beim Bruder Clune. Okay, bitteschön. Mit der Bonus-Action wirst du deinen Hunters Mark wahrscheinlich rüber transferieren, ne? Ja, genau. So. Das heißt, das tue ich dazu. 10. Insgesamt 10? Das reicht nicht. Der Pfeil zischt an dem Wolf vorbei und trifft außer Dunkelheit und Schneetreiben nichts auf seinem Weg. Gut. Weil ich am liebsten keinen Fluch Hunsfott. Ja. Der dreht sich um. Ja, was gibt's? Du lenkst ihn ab, er wird gefressen. Der Hunsfott schafft es zwar, den Wolf auf Distanz zu halten, aber er trifft ihn auch nicht. Der Wolf ist zu schnell, um diese Sache abzuwehren. Und du bekommst Hilfe mit einem großen Messer gezückt. Der Jepa kommt an deine Seite, trifft sogar und schafft es zwar, den Wolf zu töten, aber reißt ihm doch eine Wunde zumindest. Gut. Der Barde schaut dich an mit großen Augen und sagt, was ist los? Wer ist das? Warum ist es noch dunkel? Und er springt auf, so gut er kann. Und du siehst, aber er bereut es sofort, weil er mit quasi seinen Socken jetzt im Schnee steht. Und das erkennt man auch an seinem Gesichtsausdruck, dass ihm das nicht gefällt. Genau, und dann, jetzt siehst du das auch, nachdem du dort vorgeeilt bist, siehst du in der Dunkelheit bei diesem großen Baum einen wirklich großen Wolf. Einen Wolf, der in etwa die 4-fache Größe hat. Was dir aber auch auffällt, ist, dass der dort nur steht und schaut. Der rennt nicht los, ja, sondern der steht dort und fast als wäre Intelligenz in seinen Augen, blickt in die Menge von euch und schaut sich die ganze Sache an. Und dann hört ihr ein von ihm, das über die ganze Fläche hier hallt. Und die anderen Wölfe stimmen sofort mit ein. Und ihr merkt, wie sie versuchen, von euch wegzukommen. Und er springt auch von dort nach hinten runter und läuft weg. Aber bevor das passiert, Ephraim, bitteschön. Der muss ich mal zuerst überhaupt mal loslassen, wenn er heulen möchte. Das ist schon mal fein. Ja. Die Gunst der Stunde nutze ich und ein Hieb von oben herunter mit meinem Langschwert soll ihn den gar ausmachen. Bitteschön, ein Hieb mit dem Langschwert. 20. Ich glaube, das trifft. So, dann ein D8 plus 6. 8. 8. Okay. Aber vielleicht haltet es ihm zumindest vom Flugchen ab. Das Schwert trifft ihm schwer. Auch dem schneidest du eine kräftige Wunde rein. Du spürst, wie er aufheult. Und du glaubst, wenn er jetzt nicht stirbt, so wird er an dieser Wunde wahrscheinlich demnächst verenden. Aber noch ist er nicht tot. Fabuland. Welchen? Den anderen? Den anderen. Okay, bitteschön.
stechen sie zu. Ist er schon durch? Ja. Oder? Eck. Warte, vielleicht tun wir es so. Hat. Ja, es gilt nur, was da drin ist. Das reicht nicht, 10 insgesamt. Okay, ja, du stichst zu, kannst dich gerade nicht entscheiden, linker Wolf, rechter Wolf, der in der Mitte. Ja. Mit beiden Wolfsköpfen geht der Stich vorbei. Und dann merkt ihr, wie die Wölfe sich knurrend und teilweise jaulend vor Schmerzen beginnen zurückzuziehen. Und zwar so vorsichtigst wie sie können, laufen sie dorthin, wo sie wieder gewusst und wo sie gekommen sind. Und wenn ihr sie verfolgen wollt, das könnt ihr auf jeden Fall noch machen. Die sind aber auf Rückzug Ich tatsächlich. glaube, den bei mir hast du vergessen. Hm? Den bei mir. Der bleibt. Nein, der zieht sich auch zurück. Der ist auf den Geschmack gekommen von Genau. Auf Rückzug heißt, Hühnchen, ja. auf Rückzug heißt, wir haben da keinen Bonus, wenn wir ihn jetzt attackieren, glaube ich, oder? Nein, ja genau. Ja, ihr uns könnt nicht nachschlagen, weil sie sich vorsichtig gelöst haben, aber sie können nicht die doppelte Bewegungsreichweite laufen, was sie normalerweise machen könnten, wenn sie es nicht vorsichtig machen würden. Oder wie kommt es erst? Ja, aber Valkyrie, Ich muss nachlaufen. du musst nachlaufen. Na bitte. Okay, und ich mag angreifen. Ja, bitte tun Sie das. 16. Ja, 16 plus Das trifft. 7. Okay, 20. Ui. das ist 9. 14. Das war der schon angeschlagen. Im Nachlaufen, zack, schlägst du ihm von hinten ein Bein ab. Ja. Du siehst, wie er im Schnee rutscht, dort liegen bleibt, jault, jammert und wahrscheinlich demnächst verenden wird. Das Sehr war eine schön. tödliche Sehr Wunde. schön. Dieser Wolf ist Die erledigt. Valkyrie freut sich extrem so. Wow, noch einer. In der Dunkelheit hören. Diejenigen, die sie nicht sehen, hören das in der Dunkelheit. Bruder Klum, bitteschön. Sehe ich den, der da wegläuft, noch so halbert? Du hast auf jeden Fall gesehen, wie er losgelaufen ist, Weil dann schnurstracks. würde Ja. ich das Schwert in den Schnee sinken lassen, zum Speer greifen Und nachwerfen. Ja, bitteschön, Ja. machen Sie das. und ihn zersperren. 17, ja, das, Ja. Also, das sind 20 somit, ja. Ja. So, da brauche ich jetzt einen anderen Würfel, weil das ist nämlich nur ein W6. Dieser Wolf ist verwundet. 5 sind das. Das ist genau das, was er noch hatte. Das ist genau das, was er noch hatte. Und dann hat er es jetzt nicht mehr. Du reißt von hinten den Wurfspeer raus, schießt ihm den Wolf nach. Du siehst ihm eigentlich gerade noch, wie er losläuft, schätzt, wo der Speer hin muss, weil er verliert sich gerade in der Dunkelheit und im Schneetreiben, wie du deinen Speer loslässt. Und dann hörst du in der Dunkelheit so dieses Geräusch von Schnee und Ruhe. Ja. Bix Bruchweide. Ich schieße nicht nach. Wenn ich merke, die fliehen, dann gebe ich den Boden zur Seite und dann schaue ich mal kurz, ob da noch irgendwo was ist. Ja, mit deiner Wahrnehmung, die du gehabt hast, tatsächlich ziehen sich die zurück. Du siehst den einen Wolf, der einfach schnurstracks in die Richtung läuft, der andere wäre schnurstracks in die Richtung gelaufen. Also die ziehen sich deiner Meinung nach 100% zurück. Okay. Wir haben genug. Dann gehe ich zu einem von den Wölfen und schau mal an, ob die irgendwelche Anzeichen von Krankheit haben oder so, weil das ist sehr komisch, dass die uns angegriffen haben. Du kannst mir einen Survival- oder Medicine-Check machen. Wir sind aber noch Survival? Ja. Was wolltest du sagen? Nein, passt schon, mach ruhig. Ja? 19. 19 Survival oder? Ich habe 14 Oder ist gewürfelt es und plus Medicine 5. oder ist es Survival? Survival, Ja, okay. Survival, ja. Zu dem Wolf, zu dem du gehst, der dort liegt, auch für dich gilt jetzt, wenn du ihn dir näher anschaust, der ist gut genährt. Für den gibt es keinen Grund, sich zu einem Lagerfeuer hinzubewegen und euch zu attackieren. Das ist höchstgradig seltsam für einen wilden Wolf im Endeffekt. Also, ja, was auch immer da nicht gut gelaufen ist,
Aber ich gehe die alle ab, alle Wölfe, die da herumliegen. Ja, aber und falls noch einer irgendwie röchelt oder so, dann... dann... Raus, sondern der liebe Ephraim ist auch noch dran. Genau, kann man diagonal auch gehen? Ja, oder? Das wäre 1, 2, 3, 4, 5. Dann wäre ich hinter ihm und dann würde ich ihm nachsetzen. Aber siehst du denn? Ich sehe, dass er in die Richtung Wenn er in die Richtung läuft, kann er in die Richtung nachlaufen. Ja. Hätte er einen Haken geschlagen, könnte es seltsam sein. Aber was tatsächlich der Fall ist, nachdem du in der Dunkelheit nicht gut siehst, attackierst du jetzt mit Nachteil, sprich du würfelst 2 20-Seiten und nimmst den schlechteren von beiden. Okay. In der Dunkelheit ist es so, wenn man nicht genau sieht, was man tut. Einmal 11. Ja, das würde treffen. Und einmal 17. Egal, Nachteil oder nicht in der Dunkelheit, du hörst ihm schnaufen und hörst diese Laufgeräusche, setzt ihm sofort nach und mit der Länge deines Schwertes legst du ihm nach. 6 und das sind 12 Schaden. Okay, und auch du hörst dieses Aufjaulen und spürst, wie dein Schwert in durch Muskeln, Fleisch und Knochen durchdringt mit einem satten Aufschlag und auch dieser Wolf geht jaulend zu Boden und rührt sich nicht mehr. Fabuland. Fabuland orientiert sich an denen, die kämpfen können. Ja, und offenbar wissen, was sie tun, nachdem die Valkyrie und der Ephraim vorstürmen, stürmt Fabuland mit. Okay, ja. Dort ist allerdings nichts mehr. Du läufst dorthin, stehst neben Valkyrie das mache ich. und Ephraim, die beide ihre jeweiligen Wölfe erledigt haben. Und Valkyrie. Ja, ich schaue mich um, sehe aber wahrscheinlich keinen Wolf mehr. Nein, in deiner Nähe ist keiner mehr. Den einzigen, den du noch gesehen hast, war dieser große, riesige Wolf, der hinter diesem Hügel, hinter diesem Schneehügel Ja gut, aber der ist schon lange weg. runtergesprungen ist. Ja, wahrscheinlich. Hat keinen Sinn, danach zu laufen. Die Wölfe von da sind jetzt mal weg. Geht's euch gut? Ja, nicht durchgekommen. Jemand verletzt? Wenn du das fragst, höre ich Der auch. von hinten kommt durchzählen. Also, Jung. ihr werdet merken, dass, also Fabuland zählt sicher nicht mit. Ist noch... Deutet mit dem in alle... Bix! Valkyrie. Epa! Erst von neben dir. Ja. Und dann hört sie noch ein Hundsfott von weiter vorne. Den Baden sehe ich. Den siehst du, der hat aber nicht gecheckt, was du wolltest. Du Aber siehst gut, gerade, dass er den seinen check- einen den- Schuh wieder anzieht und mit einem Finger Den gerade hake ich so geistig ab, das heißt, mir durch ein Loch fahrt, fehlt dass aber der einer. Stiefel jetzt hat. Und ich rufe aus, Fabuland ist Rico! auch hier. Rico! Rico! Rico ist... Er hat's nicht geschafft. Gut, ich komme hin. Was heißt das? Ich laufe zu dir. Das heißt, er hat es nicht geschafft. Wo ist er? Ich zeig halt dorthin zu Okay. den... Ich laufe Zu dem Baum halt da, hin oder? zum... Ja. Ich gehe auch los. Die ersten Wölfe haben ihn angegriffen und er hatte keine Chance. Gut, ich check mal, ist der tot, lebendig? Da brauchst Am du gar Ende. nicht viel schauen. Der liegt dort, der hat die Hose halb nach oben gezogen. Der dürfte gerade im Begriff gewesen sein, sich wieder anzuziehen. Ein Großteil seines Halses fehlt. Seine Augen sind bereits gebrochen, offen und starren leblos in den Nachthimmel. Jung gibt ein sehr verwundertes Krähen von sich und sinkt neben dem toten Gefährten zu Boden. Ich nehme an, es ist der Zeitpunkt, an dem Fabuland entgeistert ins Lager zurückwankt und sagt, ich glaube, ich bin verletzt. Ich glaube, ich habe den Stiefel verloren. Das bringt den Vogel wieder in Aktion. Der springt auf vom Toten, den er nicht mehr retten kann. Und also du hört verletzt und aus deinem Munde bringt dich sofort an deine Seite. Lass mich sehen. Hier? Lass aber die Hosen. Das hat die Pix nicht gesagt. Das habe ich gesagt. Gut. Aber es wäre cool. Also er bedeckt sich etwas mit einem Fell und lässt die Hose herunter und hat am Oberschenkel
Klion versucht seine das ist schon eine Fleischwunde, gell? Seine Eine Entsetzen zu verbergen, aber sein Blinzeln kann nicht verbergen. Aber Entschuldigung, ich lege ihm die Hände auf. Wie viel hast du, also was schätze ich denn? Auf einer Skala von 1 bis tot. Du stirbst. Ich stelle mich aber auch dazu und schaue. Also es ist, glaube ich, schon so ein ordentlich tiefer Es ist ein tiefer Biss von einem Wolf. Mit wahrscheinlich, da hängen wahrscheinlich ein paar Mein erster Hautlappen Impuls. raus Wie und viele so. Points hast du verloren? 6. Okay. Auf einer Skala von 1 bis 17 schätzt du eine 6. Gut, ich werde aber versuchen, trotzdem zuerst die Wunde zu putzen und zu reinigen, bevor ich da mal magisch drüber heil. Ja, bitte, Medizin, würfeln Sie Medizin. Um Infektionen zu verringern. So, ich gebe mir da auch einen Advantage drauf, durch mein perfektes Gedächtnis als Rabe. Gerne, Weil das ist ein Skill, auf den habe ich Proficiency. Dann auch noch Inspiration dazu. Gut, warum eigentlich? Ja, warum eigentlich? Ich sehe ein 20er beim ersten Mal. Ja, also es ist wie immer und alles, was der Bruder Klion macht, es ist militärisch, präzise und schaut extrem so aus, als wüsste er, was er tut. Gut, Ruckzuck. aber ich glaube, Fabuland schaut nicht hin. Und wahrscheinlich rennen ihm die Tränen runter und der Rotz aus der Nase. Und friert relativ nicht sang- und klanglos bald wieder ein. Tatsächlich. Ja, also wahrscheinlich. Also parallel dazu, Valkyrie, hilfst du mir, Rico reinzutragen? Ja, natürlich. Also, wir nehmen den Leichnam und tragen ihn ins Lager zurück, zu dem Baumstamm, der nahe bei der Lagerfeuerstelle gelegen ist, und betten ihn dort mal zur Ruhe und rufen seine Kameraden zu uns. Die kommen ohnehin zu euch. Ihr seht, wie der Hunsfott sich sofort zu euch begibt. Der Jepper ist auch unterwegs hin. Der Jepper bleibt kurz stehen, bevor er den Rico sieht. Der Hunsfott geht hin, schaut ihm an, dann siehst du, wie er sich so ein bisschen runterbeugt, den Stiefel von ihm nimmt, seine eigenen Stiefel so hinhält, ja, und beginnt ihm den Stiefel auszuziehen. Ja. Also lassen ihn gewähren, das ist Kannst du mal? Sitte. Ich schaue zu und nicke anerkennen. Ja. Und dann hört ihr aus dem Zelt eine Stimme, eine erleichterte Stimme. Gut, Alarm ist beendet. Ich habe den zweiten Stiefel gefunden. Er war ohnehin bei mir im Zelt. Es hat ihn keiner gestohlen. Und er kommt raus und ihr seht, jetzt hat er sich auch seinen Fellumhang umgehangen. Und dann schaut er aber zum Rico und dann seht ihr, wie ihm so ein bisschen das Gesicht einschläft bei der ganzen Geschichte. Ich stehe auf, gehe an ihm vorbei zu der Leiche des Wolfes, wo meine Axt noch drinnen steckt, und rempel ihn dezent an. Ja, er steckt's ein und es dreht ihm ein bisschen herum. Er sagt aber nichts. Komm mal her. Ich würde gerne zu den Wölfen gehen, die ich umgebracht habe. Und irgendwas als Trophäe nehmen. Ich weiß nicht, ob man da ein Stück Fell irgendwo, das ich an meine Rüstung dran nähen kann. Irgendwas, das wäre super cool. Du kannst alles von diesem Wolf nehmen, was du magst. Der ist noch nicht gefroren und noch nicht eiskalt. Und du kannst ihnen Krallen entnehmen, einen Eckzahn entnehmen, ein Stück den Schweif abschlagen und wo dranhängen. Du kannst was auch immer. Hört sich gut an. Ja. All das. Ja? Gut. Alles, nein. Ja, dann schreib dir auf, dass du, ich nehm die alle zwei diese Schweife Dinge bei dir hast. Und werde die dann Du musst irgendwie sie halt noch aufbereiten. genau ja. und so. Ja, passt. Bruder Klion, du machst dann auch noch seine Hand auflegen oder wie? Ja, tust du aber ich möchte zuerst sicherstellen, dass du keine Erkrankung durch den Biss davonträgst. Muss es genäht werden? Nein. Dann werde ich meinen Gott anrufen und mit prophetischem, sanftem Gebet werden sich deine Wunden schließen, nämlich alle. Alle? Alle. Die Wärme Sol durchfließt dich und du spürst richtig, wie die Wunden sich... Das ist ein komisches, eigentlich
wäre es nicht so schön angenehm warm, ja, wäre es ein fast unangenehmes Gefühl, wie du spürst, wie diese Wunden sich zusammenschließen und fast ohne Narben wieder ein Ganzes bilden. Danke, danke. Nicke, geh auch zum Toten. Schau dich so an und ich denke mir, und sagst du bist ein starker Heiler. Manchmal gewährt mir Sol die Gnade. Bevor wir den Toten zur letzten Ruhe betten, noch die Frage, ist jemand verletzt außer Fabuland? Es schauen sich alle um. Keiner antwortet, offensichtlich keine weiteren. Ich sehe auch jetzt keine Blutfontänen aus ich bin sehr beschäftigt mit den Wölfen. Aus irgendwelchen Kameraden hervor. Nein, ich glaube nicht. Dann werde ich das Egoistische tun und die letzten verbleibenden Kräfte für da heute in mich hinein. Du legst selbst Hand an dir an. Ich putze mir auch natürlich vorher die Wunde. Ja, so Federn landen am Schnee, die ich mir auszupfe, weil sie beschädigt oder zerbissen sind. Ich nehme mir eine und so. Das ist so eine leicht rötlich gefärbte weiße Feder im Endeffekt, ne, die du Schön. findest. Licht zu mir ins Haar. Sehr. Und du kommst mit den Schweifen zurück. Sie steckt sich meine Feder. Ist das so Sitte? Ja, ich habe dir, glaube ich, erzählt, dass mein Clan Trophäensammler sind. Ja, ich erinnere mich. Das sind meine Trophäen von meinen Das Wolfskills. ist natürlich sinnvoll. Valkyrie? Ja, Paula. Es ist wieder etwas, hat sich etwas gefangen. Schau, du musst dir meinen Wolf ansehen. Was? Wo? Da, dort hinten. Ich habe ihn mit einem Stich durch das Auge erledigt. Ich glaube, man könnte ihn ausstopfen und aufstellen. Kannst du das machen? Kann ich das so? Ich meine, toll. Sehr gut. Oder Für aushöhlen und ich hänge ihn mir um mit. Wozu? Ich meine, Trophäen sind toll. Ja, genau, als Trophäe. Aber zum Mitnehmen ist es nicht so praktisch, wenn du einen ganzen Wolf Nur die Haut? aufschaust. Ja. Das Fell kann man durchaus verwenden, ja. Es ist für dich klar, dass man das ganz gut verwenden kann. Es ist halt auch viel Arbeit, das abzuziehen und so zu häuten, dass es dann verwendbar ist. Das ist nicht jetzt in einer halben Stunde gemacht, sondern das erfordert halt Arbeit im Endeffekt. Ja. Die ihr machen könnt, allerdings wäre dann die Nachtruhe beendet. Wenn, hast du das Gefühl, dann sollte man den einfach mitnehmen und das dann dort in aller Ruhe machen. Ja. Es macht mehr Sinn, wenn wir den ganzen Wolf mitnehmen und das dann vielleicht im Jagdschloss machen. Ja, wenn du das sagst. Was machen wir mit Rico? Sagt dann der Evangelas. Sollten wir nicht eher den armen Rico mitnehmen als den Wolfskadaver? Er ist tot. Wir könnten ihm den Himmel beantworten. War er gläubig? Ich meine, ein Loch buddeln geht bei dem Boden nicht. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wisst ihr, welchen Glauben er angehängt hat? Wenn? Es ist egal, welchen Glauben er angehangen ist. Er ist hier in der Weißen Steppe verstorben und er sollte hier in der Weißen Steppe bleiben. Das bestreite ich auch nicht. Ich wollte nur nicht respektlos sein und ihm mit Riten bestatten, die nicht die seinen sind. Ich glaube nicht, dass ihn das interessiert. Ja, aber die Götter interessiert es. Der Hunsfott nickt, wenn du das sagst. Er sagt, im Endeffekt hat er den Gott angebetet, der ihm gerade am nächsten war. Also, ich habe mal irgendwas von Sol gehört, ich habe irgendwas von der Witwe gehört, aber das war eher ein Fluch. Das würde ich nie machen, sagt er dann so zu dir und winkt so ein bisschen ab. Aber ja, und du siehst, er hat die Stiefel schon und bindet sie sich am Gürtel. Nun wollen wir zusammenarbeiten und ihn vorbereiten, um ihn dem Himmel zu übergeben. Normalerweise machen das die Menschen, die ihm am nächsten gestanden sind. Sie waschen den Körper, sie ziehen ihn an,
in ein schlichtes, einfaches Gewand und sie präsentieren ihm den Himmel. Wer in der Nähe steht, sieht, dass der Jeper und der Hunsfot sich so anschauen und beide so Kopfschütteln. Eher so. Ich schaue auch in die Runde. Ich schaue sie beide wirklich an. Ja. Ja, es ist nicht meine Wache. Ja, kalt ist es. Und die zwei drehen sich mehr so um und gehen Richtung Zelt. Und der Evangelos steht so dort und sagt, also ich würde helfen. Wir alle waren ihm heute im Augenblick seines Todes am nächsten. Gut, dann schauen wir, was er für Habseligkeiten gehabt hat, ob er noch ein halbwegs sauberes Gewand hat, das wir ihm anziehen können. Ja, ihr findet im Endeffekt im Zelt in seinem Gepäck ein halbwegs sauberes Gewand. Es soll nicht zu funktionell sein. Wenn es warm haltet, dann schaue ich eher Richtung Fabuland, ja, ob ich es ihm nicht angedeihen lasse. Ich nehme mein Gebetsbüchlein raus und blättere in die Seiten, die ich sonst nie blättere, nämlich so die Totengebete und Ähnliches, und versuche irgendwas Passendes an Zeremonie zu stricken, was relativ neutral ist. Ich mir auch vorstellen. Ja. Naja, berauschend ist es nicht, aber das entspricht circa genau dem, wie der völlig überforderte Vogel das momentan gerade machen würde. Ich glaube, das passt. Ich denke, dass wenn du gebetet hast, Fabuland auch ein Lied anstimmen wird, während er mithilft zu entkleiden und zu ziehen. Und vielleicht eines, das nicht ganz unbekannt ist. Da ist der Evangelos nicht sofort zu und mit einstimmen kann. Er holt eine Flöte raus. Siehst, wie er sich seine Finger kurz am absterbenden Lagerfeuer, das jetzt schon langsam... Ich lege inzwischen wieder nach, also ich kümmere mich ums Feuer. Dann tut er kurz seine Finger aufwärmen und dann stellt er sich zu dir hin und versucht, dich zu begleiten wieder mit deinem Beerdigungslied. Tatsächlich findet ihr Ersatzkleidung, die jetzt nicht unbedingt sauberer ist als das, was er anhatte, aber es ist mehr so ein, nicht für draußen, nicht für die Kälte gedachte Kleidung, die ihr findet. Und tatsächlich die Kleidung, die er anhatte, ist auf jeden Fall wärmer als das, was der Fabuland hatte. Hat halt nur den Nachteil, dass das Oberteil und das Fell, was er sich übergeworfen hat, der Fellumhang, blutbesudelt ist und das Ganze halt so ein bisschen steif gefroren ist. Aber wäre noch immer wärmer als alles, was du hast. In der nächsten Folge. Und du, Bix, und auch du, Valkyrie, ihr beide seht tatsächlich, dass da ein doppelflügeliges Tor ist in der Mitte dieser Mauer, auf die ihr euch zubewegt. Und eine Hälfte von diesem Torflügel ist offen und wird durch den Wind immer wieder zugeschlagen. Ja, und schlägt aber gegen irgendwas, fällt nicht komplett zu, sondern so einen Schritt oder einen halben Schritt, bevor es zufallen würde, schlägt es dumpf gegen irgendwas und wird dann vom Wind wieder aufgetrieben und wieder zugeschlagen.